Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich wieder ein spannendes Unternehmen aus Indien vor. Wir werden uns das Geschäftsmodell ansehen, wie es KI implementiert, sowie warum ich denke, dass es ein Kauf sein könnte. Des Weiteren gehen wir auf die Zahlen näher ein. Also, es wird spannend. Und ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lasst uns loslegen. Wipro ist ein führendes IT-Unternehmen mit Sitz in Indien. Sie haben ihren Fokus auf strategische Wachstumsbereiche wie Cloud, Unternehmenstechnologie, Geschäftstransformation und Engineering und Beratung. Wipro hat seine Wurzeln im IT-Outsourcing, wo sie Experten aus Indien in die ganze Welt entsenden, um den dortigen Bedarf an IT-Dienstleistungen zu decken. Wipro selbst hat vor kurzem 1 Milliarde US-Dollar in KI investiert, um Wipro AI 360 einzuführen. Mit Wipro AI 360 möchte das Unternehmen KI in jede Plattform, in jedes Tool und jede Lösung integrieren, die intern verwendet wird und Teil des Kundenangebotes ist. Sie planen in den nächsten 12 Monaten alle 250.000 Angestellten in KI-Grundlagen und im verantwortungsvollen Umgang mit KI zu schulen. Das Unternehmen erwirtschaftete etwa 900 Milliarden an Umsatz, was zu einem Kursumsatzverhältnis von knappe 3 führt, was durchaus gerechtfertigt ist. Auch dieses Verhältnis sinkt, wenn man den Ausblick auf die nächsten 12 Monate betrachtet, leicht, was bedeutet, dass eine Steigerungsrate von etwa 3% im Umsatz zu erwarten ist. Das wiederum führt uns zu einer Erhöhung der Marge dadurch, dass der Gewinn stärker als der Umsatz steigt, was positiv im Unternehmen natürlich ist. Im Peer-Vergleich ist das Unternehmen Wipro sehr günstig, wenn man sich anschaut, dass das durchschnittliche KGV bei etwa 33 liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist damit auch mit 23 weit unter den 43 des Durchschnittes, was wiederum zeigt, dass das Unternehmen verglichen mit der Vergleichsindustrie natürlich gut dasteht. Betrachten wir im nächsten Schritt die Umsatz- sowie die Gewinnentwicklung des Unternehmens über die letzten Jahre. Man kann sofort sehen, dass eine stetige Steigerung da ist und gerade in den letzten Jahren ein steiler Anstieg erfolgt ist, was zeigt, dass durch die neuartigen Technologien gerade im KI-Bereich ein enormes Potenzial in diesem Unternehmen liegt, was uns zu einer interessanten Neubewertung dieses Unternehmens führen könnte. Auch der Ausblick für die kommenden Jahre zeigt uns, dass sowohl Umsatz als auch Gewinn weiter steigen werden. Aber sehen wir uns das etwas genauer an. Die zukünftige Gewinnentwicklung des Unternehmens beträgt immerhin 10%. Jedoch vergleicht man das mit der Industrie, liegt sie 2% darunter und sogar 8% unter dem Markt. Bei der Umsatzentwicklung ist ein ähnliches Bild zu sehen. Und man sieht, dass das Unternehmen mit 6% Umsatzentwicklung eine gute Entwicklung hat, jedoch 2% unter der Vergleichsindustrie und 4% unter der des Marktes, was wiederum die günstigere Bewertung in ein etwas anderes Licht stellt. Betrachten wir im nächsten Schritt die Schulden des Unternehmens. Und man erkennt sofort, dass sowohl die kurzlaufenden als auch die langlaufenden Schulden mehr als ausreichend gedeckt sind durch die Assets, die das Unternehmen hält. Okay, hier noch ein schneller Blick auf die Zusammensetzung des Free Cashflows, der in etwa 5% der Marktkapitalisierung ausweist und damit relativ solide ist. Er beträgt in etwa 152 Milliarden Rupien. Dem gegenübergesetzt stehen 155 Milliarden Rupien an Verbindlichkeiten, was verglichen relativ niedrig ist. Zusätzlich hält das Unternehmen in etwa 380 Milliarden Rupien an Cash, das mehr als 10% der gesamten Marktkapitalisierung ausmacht, was wiederum die Bewertung des Unternehmens stark reduziert. Die gesamten Assets des Unternehmens sind über 1 Trillion Rupien wert. Und jetzt zum Highlight.
Das Unternehmen bietet sagenhafte 0,2% Dividenden. Wobei man muss dazu sagen, dass die Dividenden über die nächsten Jahre verhältnismäßig stark steigen werden und höher als die der Markt oder Industrie sein werden. Ein Punkt, der jedoch wiederum negativ für dieses Unternehmen scheint, ist, dass es wieder einige Insiderverkäufe gegeben hat, aber demgegenüber keine Insiderkäufe gestanden sind. Wobei hauptsächlich Einzelpersonen verkauft haben und keine Unternehmen oder keine Unternehmen, die größere Teile an diesem Unternehmen halten. Nun fassen wir die Fakten noch einmal kurz zusammen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 2,6 Trillionen Rupien bei 900 Milliarden Umsatz und 112 Milliarden Gewinn. Dabei ist dieses Unternehmen wesentlich weniger volatil als die gesamte Industrie im Vergleich ist. Wipro ist somit ein Unternehmen, das sich ständig weiterentwickelt und anpasst. Sie investieren stark in aufstrebende Technologien wie KI, was ihnen hilft, wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Darüber hinaus hat Wipro eine solide finanzielle Performance gezeigt, was es zu einer potenziell attraktiven Aktie machen kann. Ich werde eine kleine Tranche in diesem Unternehmen etablieren. An alle, die bis jetzt dran geblieben sind, vielen Dank. Bitte abonniert meinen Kanal, klickt die Glocke, schreibt einen Kommentar. Vielleicht fällt euch ein Unternehmen ein, das ich mal kurz bewerten bzw. meine Meinung dazu sagen soll. Also dann, bis bald.